Stell dir vor, du könntest ein Gespräch so führen, dass dein Gegenüber am Ende genau das tut, was du vorschlägst und dabei das Gefühl hat, es war seine eigene Idee. Stell dir vor, du hättest einen Schlüsselbund mit 7 Schlüsseln, die den kritischen Verstand eines jeden Menschen umgehen und direkten Zugang zu seinem Unterbewusstsein öffnen. Das klingt nach Science Fiction oder Manipulation? Nein. Das ist Gesprächshypnose. Es ist die Kunst, Sprache so präzise zu nutzen, dass Widerstände schmelzen. Heute gebe ich dir 7 Werkzeuge an die Hand. Wir gehen sie alle durch, vom einfachen Zauberwort bis zur komplexen Doppelbindung. Wenn du diese 7 Prinzipien beherrschst, wirst du nie wieder einfach nur reden. Moin und willkommen zurück. Ich bin Stienjez Musche, Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder. Viele denken, Hypnose passiert nur mit geschlossenen Augen auf einer Liege oder einem bequemen Sessel. Aber die mächtigste Form der Hypnose passiert jeden Tag in ganz normalen Gesprächen, im Verkauf, in der Therapie, in der Erziehung oder beim Flirten. Die Struktur unserer Sprache bestimmt, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Und es gibt bestimmte Muster, die wie Abkürzungen funktionieren. Sie umgeben den Türsteher, den kritischen Faktor und pflanzen Ideen direkt ins Unterbewusstsein. Wir schauen uns heute die 7 mächtigsten Werkzeuge der Gesprächshypnose an, basierend auf den Prinzipien von Milton Erickson und moderner Psychologie. Werkzeug Nummer 1 sind die hypnotischen Kraftwörter. Es gibt Wörter, die eine fast magische Wirkung auf unser Gehirn haben. Das Wichtigste davon ist, stell dir vor. Warum ist das so stark? Weil du einen Befehl gibst, der sich nicht wie ein Befehl anfühlt. Wenn ich sage, stell dir vor, wie entspannt du sein kannst, kann dein Verstand nicht widersprechen. Er muss sich die Entspannung vorstellen, um den Satz überhaupt zu verstehen. Damit hast du den Prozess bereits gestartet. Ein weiteres Kraftwort ist weil. Studien haben gezeigt, dass Menschen Bitten viel eher erfüllen, wenn das Wort weil folgt. Selbst wenn die Begründung danach völliger Unsinn ist. Unser Gehirn ist darauf konditioniert, nach dem weil auf Autopilot zu schalten und zuzustimmen. Werkzeug Nummer 2 sind eingebettete Befehle. Das ist der Klassiker. Du versteckst eine direkte Anweisung, indem du einen ganz normalen Satz sagst. Anstatt zu sagen, kauf dieses Produkt, was Widerstand erzeugt, sagst du, wenn du dir überlegst, wie sehr dieses Produkt dir hilft, wirst du merken, dass es sich lohnt. Der Befehl, kauf dieses Produkt oder dieses Produkt hilft, wird durch deine Betonung, also die Tonalität, markiert. Du wirst an der Stelle vielleicht etwas tiefer oder lauter. Das Bewusstsein hört den ganzen Satz, das Unterbewusstsein hört den Befehl. Werkzeug 3 sind negative Befehle. Das klingt paradox, aber das Unterbewusstsein blendet die Verneinung immer so ein bisschen aus, auch wenn es natürlich nicht doof ist. Da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, das würde hier den Rahmen sprengen. Wenn ich sage, denk nicht an einen rosa Elefanten, woran denkst du? Genau. Das nutzen wir, um Widerstand zu umgehen. Wenn ein Klient sehr skeptisch ist, sage ich, du brauchst jetzt noch nicht in Hypnose zu gehen. Sein kritischer Verstand hört, ich muss nicht. Sein Unterbewusstsein wird aber trotzdem in Hypnose gehen. Es ist der perfekte Weg, um Druck herauszunehmen und trotzdem das Ziel zu erreichen. Werkzeug Nummer 4 sind Metaphern und Geschichten. Das ist das trojanische Pferd der Hypnose. Sobald du sagst, lass mich dir eine Geschichte erzählen, fährt der kritische Verstand seine Schilde herunter. Wir lieben Geschichten. Wenn ich dir direkt sage, du musst geduldiger sein, wirst du vielleicht defensiv. Aber wenn ich dir eine Geschichte von einem Bambus erzähle, der 5 Jahre lang unter der Erde wächst, bevor er in 6 Wochen 30 Meter in die Höhe schießt, übrigens da Bambus, dann verstehst du die Lektion über Geduld auf einer tiefen emotionalen Ebene, ohne dich belehrt zu fühlen. Metaphern pflanzen Samen, die von selbst wachsen. Werkzeug
5 ist der Double Bind. Das ist eine Illusion der freien Wahl. Du gibst deinem Gegenüber 2 Optionen, aber beide führen zu deinem Ziel. Der Klassiker in der Therapie. Möchtest du lieber in diesem Sessel oder dort auf der Liege in die Hypnose gehen? Die Frage ist nicht ob, sondern wo. Der Verstand beschäftigt sich mit der Auswahl des Sitzplatzes und akzeptiert dabei völlig, dass die Hypnose stattfinden wird. Oder im Verkauf. Zahlst du lieber bar oder mit Karte? Der Kaufabschluss wird als gegeben vorausgesetzt. Werkzeug 6. Die Zustimmungssets. Das Gehirn liebt Trägheit. Wenn es einmal in eine Richtung läuft, will es weiterlaufen. Wenn du jemanden dazu bringst, 3-mal innerlich oder äußerlich Ja zu sagen, wird er beim 4. Mal fast automatisch Ja sagen. Du startest mit unbestreitbaren Fakten. Wir sitzen hier heute zusammen. Es ist ein wichtiges Thema. Du möchtest gern eine Lösung finden. Dann lass uns den Weg ausprobieren. Ja, du baust eine Ja-Straße, auf der andere einfach weiterrollt. Und Werkzeug Nummer 7 ist das Future Pacing. Hier verankern wir die Veränderung in der Zukunft. Wir lassen das Gehirn die Situation mental proben, als wäre sie schon passiert. Anstatt einfach nur zu sagen, du bist jetzt Nichtraucher, sagst du, stell dir vor, wie du nächste Woche bei deinem Morgenkaffee sitzt, tief durchatmest und merkst, wie frei deine Lungen sind und wie gleichgültig dir die Zigaretten sind. Das Gehirn erlebt die Zukunft jetzt schon als Realität. Wenn die Situation dann wirklich eintritt, greift das Gehirn auf diese Erinnerung an die Zukunft zurück und verhält sich genauso. Diese 7 Werkzeuge sind extrem mächtig, aber sie sind nur die Speerspitze eines Eisbergs. Wenn du wirklich verstehen willst, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert, wie man hypnotisiert und wie man diese Techniken sicher anwendet, dann reicht dieses Video hier nicht aus. Ich habe einen Tipp für dich. Geh mal auf Google und suche nach Hypnoschool Campus. Dort findest du unsere komplette Lernplattform. Das sind über 30 Stunden Videomaterial, völlig kostenlos. Das ist umfangreicher und tiefer als jeder Wochenendkurs, für den man Hunderte Euro ausgeben kann. Melde dich dort an, arbeite das durch und du wirst ein Verständnis von Kommunikation haben, das 99% der Menschen fehlt und viele Einblicke in die Hypnose bekommen haben und vielleicht auch schon hypnotisiert haben. Fassen wir zusammen. Gesprächshypnose ist keine Magie, es ist Präzision. Nutze Kraftwörter wie stell dir vor, versteckte Befehle in Sätzen, nutze die Verneinung zu deinem Vorteil und erzähle Geschichten. Gib Scheinalternativen, hole dir viele kleine Ja's ab und verankere das Ergebnis in der Zukunft. Wenn du diese 7 Werkzeuge ethisch kombinierst, wirst du merken, wie sich deine Gespräche verändern. Widerstände lösen sich auf und du wirst plötzlich gehört und verstanden wie nie zuvor. Eines dieser Werkzeuge, das wir gerade angeschnitten haben, ist so mächtig, dass es ein eigenes Video verdient hat. Das Compliance und Yes-Set. Wenn du diese Technik psychologisch perfekt aufbaust, um fast immer ein Ja zu bekommen, egal ob in der Therapie, im Business oder privat, dann schau dir dieses Video an. Dort erkläre ich es dir im Detail. Hier findest du die ultimative Technik, um immer ein Ja zu bekommen. Also jetzt hier klicken und wir sehen uns gleich wieder.